Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute zeige ich, wie ich schlesische Gurkenhappen mache. Die sind unheimlich lecker und nicht so süß wie die gekauften. Man braucht reife Gurken. Diese gibt es im Hochsommer, wenn Gurkenzeit ist. Man findet sie meist nur auf dem Markt bei einem Händler, der auch noch selber Gurken anbaut. Sie sind groß und hellgrün bis gelblich-weiß. Zuerst bereite ich die Gewürzmischung vor. Auf einen Teller gebe ich 2 Teelöffel Senfkörner, Pimentkörner, Nelken, einen halben Teelöffel Pfefferkörner sowie einige Wacholderbeeren. In einen Edelstahltopf gebe ich die weiteren abgewogenen Zutaten, als da wären der Zucker, 2 Teelöffel Salz, Essig und Wasser sowie meine Gewürzmischung. Der Topf wird nun aufs Feuer gestellt und der Inhalt langsam erhitzt. Meine sauberen Gläser und Deckel habe ich schon mal bereitgestellt. Hier ist mein Trichter mit einer breiten Einfüllhilfe, der mir gute Dienste leistet, wenn die Gläser zügig befüllt werden müssen. So weit ist es aber noch nicht. Zunächst müssen die Gurken geschält und dann halbiert werden. Da sie sehr reif sind, haben sich Kerne und Fruchtkammern schon sehr weit entwickelt und sie müssen entfernt werden. Dazu kann man einen Kugelausstecher nehmen oder einen scharfkantigen Löffel. Sodann werden die Gurkenhälften halbiert und in mundgerechte Stücke geschnitten. Hauptsache, sie sind einigermaßen einheitlich und wenn nicht, geht die Welt davon auch nicht unter. Hier habe ich einen Zweig Dill, der oft auch Gurkendill genannt wird, weil man nicht nur die feinen dünnen Blätter verwendet, sondern auch die Stängel und die Blüte. Die Blüte knipse ich ab, den Stängel und seine Äste schneide ich in Stücke von vielleicht 6 cm Länge und die feinen Blätter zerteile ich ebenfalls. Gurkensud sollte mittlerweile kochen. Ich habe ihn zwischendurch einmal umgerührt und der Zucker hat sich aufgelöst. Die Gurken werden hineingegeben und bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzt. Mit Deckel geht es schneller. Natürlich kann ich es nicht lassen, hin und wieder einmal durchzurühren. Dadurch verteilt sich die Wärme gleichmäßiger in den Gurken. In der Zwischenzeit habe ich eine Zwiebel geschält und diese schneide ich nun in der Hand in kleine Stücke direkt über dem Topf. Sind die Gurken einmal kurz vor dem Siedepunkt, wird die Hitze reduziert und alles wird nun noch ca. 4 Minuten simmern gelassen. Im Laufe der Kochzeit verändern die Gurken ihre Farbe von einem blassen Grün hin zu einem leicht durchscheinenden Beige. Um das zu veranschaulichen, habe ich sie hier nebeneinander abgebildet, links zu Anfang und rechts gegen Ende der Kochzeit. Die Kochzeit ist um und es geht an das Abfüllen der Gurken in die Gläser. Wichtig ist es, nun zügig zu arbeiten. Die Gurken werden in das Glas gefüllt. Dabei sollte man natürlich darauf achten, dass auch ein paar Gewürze mit hineinkommen. Zum Schluss wird noch mit dem Kochsud bis zum Rand aufgefüllt und etwas von dem Dill in das Glas gegeben. Nun kommt sofort der Deckel drauf, wird fest zugedreht und anschließend noch einmal zugedreht. Wasser dehnt sich bei Hitze bekanntlich aus. Kühlt das Glas nun samt Inhalt ab, zieht sich das Wasser wieder zusammen. Da das Glas ganz fest und luftdicht verschlossen ist, kann keine Luft nachströmen und es bildet sich ein Vakuum. Und dieses Vakuum ermöglicht die lange Haltbarkeit des Glasinhaltes. Die Gurken sollten jetzt noch mindestens eine Woche einfach stehen gelassen werden, damit sie durchziehen können. Danach kann man sie aufmachen und genießen. Sie passen gut zu kaltem Fleisch oder einer Wurstplatte oder einer bescheidenen Wurststulle. Aber auch zu Bratkartoffeln mit Ei. Ich hoffe sehr, ihr probiert diese Sorte Einmachgurken einmal aus. Sie sind mal etwas anderes als die immer gleichen Gewürzgurken. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Probiert auch einmal mein anderes Gurkenrezept aus. Viel Spaß beim Einkochen und wie immer guten Appetit!